Hallo. Wir wollen uns heute ums Kellerabteil vom Rudi kümmern. Auf unseren letzten Touren haben wir festgestellt, dass wenn wir was brauchen, dann liegt es immer ganz hinten im Bus und man muss immer alles rausräumen. Deswegen haben wir heute uns entschlossen, einen Heckauszug einzubauen. Der kommt hier drüben in diese Ecke. Da kommt dann auch noch der Kocher mit drauf, dass der möglichst weit weg ist vom Fahrzeug, wenn wir es kochen, weil das hier war dann doch immer ein bisschen nah dran. Deshalb heute Heckauszug auf der Seite, Kocher fliegt hier raus. So ungefähr stehen die drin. Nicht wundern, dass wir die Winkel in unterschiedliche Richtungen gemacht haben. Wir wollten das Brett, was drauf kommt, dann da ausschneiden. Darum haben wir das ein bisschen mehr hier rüber schauen lassen, das mitträgt den Überstand. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die möglichst weit hinterkriegen. Dafür nutzen wir die Heckklappe mal, dass wir den maximalen Anschlag finden. die Auszugsschienen sind jetzt im Keller vom Rudi installiert. Das Brett ist jetzt auch schon drauf geschraubt. Was zu beachten ist, dass man die Auszugsschienen auf jeden Fall parallel zueinander verlaufen lässt, weil sonst verhakt sich und es läuft nicht mehr optimal rein und raus. Und ansonsten ist es recht schnell installiert. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Aufbau, dass wir eben hier noch unseren Gaskocher integrieren können. Unser Aufbau steht jetzt schon mal soweit. Der Kocher hat jetzt auch seinen Platz gefunden und wir wollen jetzt eben nochmal einen Deckel oben drauf machen, den man mit so Klappscharnieren befestigt, damit wir ihn dann eben aufklappen können und auf der Seite eben nochmal eine Ablagemöglichkeit haben. Und drunter haben wir uns jetzt überlegt, kommt jetzt noch ein Auszug rein, wo wir auch noch ein kleines Waschbecken drin haben, weil das Waschen im Bus war immer ein bisschen eine Sauerei, sagen wir mal so. Deswegen haben wir jetzt gedacht, wir bauen hier auch noch mal eine kleine Waschschüssel ein, damit wir hier auch noch mal Zeug waschen können. Und wir hoffen, dann haben wir unten noch genug Platz, um noch ein paar Töpfe und Kochutensilien aufzubewahren. Unser Auszug ist jetzt komplett fertig. Wir haben hier so Verriegelungsknöpfe, dass er bei der Fahrt nicht einfach rausrutscht, der Auszug. Also die halten super.
Und jetzt zu unserem Aufbau noch selbst. Wir haben jetzt hier unseren Gaskocher integriert, haben hier eine kleine Ablagefläche. Hier haben wir noch eine kleine Ablagefläche für unsere Gewürze. Und hier unten haben wir jetzt auch noch einen Stauraum eben für unsere Töpfe und Kochutensilien. Und es ist halt jetzt alles draußen und am Dach. Das ist natürlich, finden wir jetzt schöner wie im Bus. Und es ist auch ein bisschen von unserer Schlaffläche weg. Von daher, wenn es jetzt auch regnet, können wir auch hier draußen kochen. Und unser Clou, den wir noch eingebaut haben, ist unser Außenwaschbecken. Das ist eine klappbare Schüssel, die man dann mit Wasser befüllen kann und können hier außen einfach unser Zeug grob abwaschen, weil im Bus gab es immer rechte Sauerei. Deswegen fand man das jetzt eigentlich ganz praktisch. Die Schüssel kann man auch rausnehmen, kann sie dann ausleeren und einfach wieder zusammenfalten und sie verschwindet wieder unterm Kocher. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Wir würden uns super drüber freuen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao!